Wir meinen eben, dass mit der Wahl eines neuen Bundestages die Legitimation des Alten zur Regelung von streitigen Sachverhalten entfällt. Das kann man sich leicht dadurch klarmachen, wenn man sich vorstellt, dass nach den Wahlen, falls diese eine neue Mehrheit ergeben sollten, die alte Mehrheit noch strittige Vorlagen verabschiedet. Das wäre, wenn es überhaupt rechtlich zulässig sein sollte, politisch jedenfalls völlig unerträglich. Also jedenfalls aber zurück zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Die haben deutlich gemacht in dieser Randnummer 12 und 13, dass es nur einen Bundestag jeweils geben kann und dass es völlig wegen des Grundsatzes der Diskontinuität, also der Unterbrechung, völlig egal ist, was der alte Bundestag macht, meint, glaubt oder will und wie dort Fristen gesehen werden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Marcel Lute, der Mann, der in Berlin Neuwahlen erzwungen hat, packt aus. Der alte Bundestag hätte gar nicht mehr tagen dürfen. Erst recht nicht über Milliarden Schulden. Doch genau das ist passiert. Und Friedrich Merz hat das angeleiert. Was steckt dahinter? Welche Tricks wurden angewandt? Und vor allem, wie kann man so etwas verhindern? Schaut rein, das müsst ihr wissen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr echte Debatten. Auf geht's! Hallo Paul. Tja, was ist da passiert gestern, lieber Marcel? Da wurde abgestimmt über eine Verfassungsänderung, bekanntermaßen. Die AfD stimmte dagegen, trotzdem wurde sie angenommen und nun scheinen alle Fragen offen. Du bist heute nach draußen gegangen mit einigen Rechtshinweisen, die anfangen, die Menschen auf Trab zu bringen. Ja, also tatsächlich sind wir auch schon gestern mit den ersten Hinweisen nach draußen gegangen und haben versucht, die Probleme aufzuzeigen, die unser Rechtsteam da erarbeitet und rausgearbeitet hat. Kern dessen, was wir jetzt heute gesagt haben, ist eben Folgendes. Sinn und Zweck dieser Norm des Artikel 39 Grundgesetz, auf den 38 kommen wir sicher später noch zu sprechen, das 39 Grundgesetz, der letztlich regelt, wann eine Wahlperiode beginnt und endet, war 1976 zu klären, dass es auf keinen Fall passieren kann, ich zitiere einmal wörtlich, dass es auf keinen Fall passieren kann, dass der wir meinen eben, dass mit der Wahl eines neuen Bundestages die Legitimation des Alten zur Regelung von streitigen Sachverhalten entfällt. Das kann man sich leicht dadurch klarmachen, wenn man sich vorstellt, dass nach den Wahlen, falls diese eine neue Mehrheit ergeben sollten, die alte Mehrheit noch strittige Vorlagen verabschiedet. Das wäre, wenn es überhaupt rechtlich zulässig sein sollte, politisch jedenfalls völlig unerträglich. So der Berichterstatter der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag im Jahre des Jahres 1976, Dr. Lenz. Das heißt, damals war Stand der Dinge oder war einhellig die Meinung, es kann nicht sein, dass ein neu gewählter Bundestag, so wie der jetzige 21. quasi kastriert wird, deaktiviert wird, indem der alte dann noch tagt. Genau, das Argument war, das kann man eben sehr schön nachlesen, wenn man sich eben die Zeit nimmt, sich mit solchen Fragen mal zu beschäftigen. Das Argument quer durch alle Fraktionen, also damals die regierende SPD-FDP-Koalition und die CDU-CSU, die in der Opposition war, das war ein interfraktioneller Antrag, in dem sich alle drei einig waren, dass das so nicht sein dürfe und nicht sein könne, weil nun mal mit dem Wahlakt bereits das alte Parlament seine Legitimation politisch jedenfalls verloren hat. Damals hat man eben halt auch noch sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, sich wirklich, mit den demokratietheoretischen Fragestellungen zu beschäftigen. Also nicht so sehr mit, Geschäftsordnungstricks, sondern mit der spannenden Frage, was heißt das eigentlich? Woher leiten wir unsere Legitimation ab? Und das scheint auch gestern in der Debatte völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Also die Frage ist jetzt, wie viele Bundestage hat Deutschland eigentlich? Es wurde ja im Vorfeld darüber auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden. Es gab mehrere Anträge gegen diese letzte Sitzung des 20. Bundestages, darunter auch ein Antrag von Joanna Cotard, fraktionslose Abgeordnete des alten Bundestages, die die GG-Gewerkschaft um ein Rechtsteam juristisch vertreten hat oder unterstützt hat. Und all diese Anträge wurden abgelehnt vom Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, diese Sitzung des alten Bundestages darf so stattfinden. Was ist passiert in Karlsruhe? Haben die Richter um den CDU-Mann Habert das alles ignoriert? Wissentlich, willentlich? Wussten sie nicht, was sie tun? Nö, die wussten sehr genau, was sie tun. Und sie haben es auch ganz deutlich reingeschrieben, nämlich in ihrem Beschluss
Der laufende Nummer 3 aus 25. Das war die Klage beziehungsweise sowohl der Eilantrag als auch die Klage der Kollegen von Aken und anderen von der Linkspartei. Dort ist unter Rand Nummer 12 und 13 sehr schön, ich sag mal, letztlich die Anleitung ausgeführt, was man hätte machen müssen. Die sagen dort letztlich, dass es erstens immer, ja, so die Änderung auch aus dem Jahre 1976, immer einen Bundestag gibt. Der besteht kontinuierlich weiter. Immer nur einen. Das auf jeden Fall. Das Problem bis 1976 war, deswegen ist diese Grundgesetzänderung damals eingeführt worden, dass die Wahlen meiner Erinnerung nach im Oktober 76 waren und es damals so war, dass eine Wahlperiode mindestens 4 Jahre dauern musste. Und zwar ab der Konstituierung des alten Bundestages. Und das hätte dazu geführt, dass der im Oktober gewählte Bundestag frühestens im 14. oder 15. Dezember zusammentreten kann. Und da hat man gesagt, im Moment mal, das heißt, wir haben ein Parlament, das eigentlich schon längst nicht mehr legitimiert ist, das einer Bundesregierung gegenübersteht, die da handelt. Aber bis der neue Bundestag sich überhaupt erstmalig treffen darf, vergehen noch 2 Monate. Das kann nicht sein, das wollen wir alle verhindern. Und deswegen hat man diese Norm eingeführt. Diese 30 Tage sind nicht dazu gedacht gewesen zu sagen, oh, möglichst weit nach hinten schieben, bis mal tatsächlich der Wählerwille umgesetzt wird, sondern es ging darum, diese Frist möglichst kurz zu halten. Und diese 30 Tage hatte man damals noch angenommen, wegen Ladungsfristen, Organisationsthemen und so weiter, weil es eben halt dieses ominöse Internet noch nicht gab. Da hat man diese 30 Tage als maximal notwendige Frist gesehen. Heute würde ich sagen, könnte die eher bei 14 Tagen oder auch deutlich weniger noch liegen, weil du ja relativ schnell natürlich die Leute informieren kannst, du kannst relativ schnell Ergebnisse feststellen und du kannst handeln. Also jedenfalls aber zurück zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Die haben deutlich gemacht in dieser Randnummer 12 und 13, dass es nur einen Bundestag jeweils geben kann und dass es völlig wegen des Grundsatzes der Diskontinuität, also der Unterbrechung, völlig egal ist, was der alte Bundestag macht, meint, glaubt oder will und wie dort Fristen gesehen werden. In dem Moment, in dem der neue Bundestag zusammentreten will, also sagt, hallo, ich übernehme die Amtsgeschäfte ab jetzt, weil ich mich als handlungsfähig sehe, ab diesem Moment endet automatisch jede Kompetenz des alten Bundestages. Das steht deutlich in diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts drin von letztem Freitag, der passend auch zeitlich quasi ergangen ist, nämlich mit der Feststellung des Wahlergebnisses durch den Bundeswahlausschuss. Und die Regelung, frag gerne zwischen, sonst rede ich zu viel und zu lang. Nein, die Frage, da scheint es mir jetzt zu liegen, oder? Also mit der Feststellung des Wahlergebnisses, das wäre dann jetzt meine Frage, ist damit, Frage an dich, automatisch der neue Bundestag wirksam entstanden und damit in der Welt und der alte aus der Welt? Oder muss Bärbel Baas als Präsidialsachwalterin das erst verfügen? Weder noch. Ganz einfach. Also, wir müssen unterscheiden zwischen dem Erwerb der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, darauf hatte ich auch mit den Tweets gestern deutlich hingewiesen. Das ist dieser Artikel 38 Absatz 3, der sagt nur, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und also dieser 38 regelt eben halt, wann ist man Abgeordneter. Und der verweist in Absatz 3 auf ein Bundesgesetz. Das Bundesgesetz ist das Bundeswahlgesetz. Und das Bundeswahlgesetz regelt das wiederum in Paragraph 45 Absatz 1 Satz 1, in dem es sagt, du erwirbst automatisch die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag mit, und da kommt genau der spannende Punkt, mit der ersten Sitzung des Deutschen Bundestages nach der Feststellung und Verkündung des amtlichen Endergebnisses durch den Bundeswahlausschuss. Diese Verkündung hat erst stattgefunden am letzten Freitag, am 14. Das Wahlergebnisses. Genau. Ab diesem Moment waren tatsächlich die Personen gewählt. Sie waren Abgeordnete. Aber der Bundestag war damit noch nicht konstituiert, sondern dazu muss erstmal diese Sitzung als solcher irgendwie stattfinden. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was das Bundesverfassungsgericht in dem Beschluss zum Freitag geschrieben hat. Die sagen eben halt sehr, sehr deutlich, es kommt nicht darauf an, was irgendein, und zwar im ständigen, geübten Verfassungsbruch, irgendein Altbundestagspräsident sagt. Denn in dem Moment,
in dem der 21. entstehen will, der ein Selbstorganisationsrecht hat, der selbst entscheiden kann, wie er das machen will, ist der 20. erledigt und passé. Da spielt es keine Rolle mehr, wer da irgendeine Funktion hatte. Es ist Jetzt- nur sogenannte ständige Übung. Ja, hat man halt so gemacht, haben wir schon immer so gemacht, wo kämen wir denn dahin? Da könnte ja jeder kommen. So typische Beamten-Mikado-Grundsätze, dass eben der ehemalige Bundestagspräsident quasi in dem Moment, das heißt Frau Baas, typischerweise traditionell einlädt. Wie das Bundesverfassungsgericht aber deutlich am Freitag geschrieben hat, das machen die zwar so, aber das steht nirgendwo, sondern es gibt dieses Selbstorganisationsrecht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wer kann das denn machen? Das ist wiederum auch ganz einfach. Das folgt aus Artikel 38 des Grundgesetzes. Der regelt nämlich, dass alle Abgeordneten gleichrangig sind. Alle sind Vertreter des gesamten Volkes. Jeder für sich. Und zusammen bilden sie dann eben halt den Bundestag. Das bedeutet, auf die Frage, ja, wer kann denn da einladen? Wer kann denn da sagen, wir legen jetzt los? Ist die Antwort sehr, sehr einfach, weil alle gleichrangig sind. Jeder. Und wenn ich dann aber sowas höre wie, ja, die Vorfraktionen haben sich im Vorältestenrat auf irgendetwas verständigt, dann möchte ich jeden bitten, mal ins Grundgesetz zu schauen, ins Bundeswahlgesetz zu schauen. Und wer mir mit der Geschäftsordnung des Bundestages kommt, Klammer auf, des Alten, den verweise ich wieder auf den Grundsatz der Diskontinuität, sprich, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Alles, was der alte Bundestag macht, ist in dem Moment erledigt, kann keine Rolle spielen. Entschuldigung, jetzt... Ja, es erscheint mir jetzt. Verzeihung, gibt technische Störungen? Ja, das hing gerade, das Bild hing gerade irgendwie. Also können wir nochmal ansetzen? Ich glaube, es muss gar nicht sein, aber vielleicht darf ich nachfragen. Wenn ich es jetzt recht verstehe, sagst du, jeder Bundestagsabgeordnete des neuen 21. Bundestages, der gewählt wird, kann also nun sagen, jetzt ist es soweit, so wie wir hier stehen, liebe Kollegen, wenn wir zufällig alle an einem Ort sind, dann können wir eigentlich auch tagen. Und Zufälle über Zufälle gibt es in unserer Demokratie. Wir wissen ja, wir sind nicht mehr in der Demokratie, wir sind in unserer Demokratie. Da waren die ja nun am gestrigen Dienstag zufällig alle zusammen und nannten sich aber noch 20. Deutscher Bundestag. Da sagst du nun, die hätten auf die Idee kommen können, jeder Einzelne unter ihnen mal festzustellen, dass sie eigentlich schon der 21. sind. Ja, also die knapp etwa 400, ich habe noch keine genaue Liste gesehen, die knapp 400 Personen, die gleichzeitig dem 20. Deutschen Bundestag angehören und dem 21. angehören würden. Die sind ja nicht alle 630 Leute, die in den 21. gewählt sind. Das heißt, es wäre jetzt keine in Anführungszeichen Vollversammlung gewesen. Aber wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, auch wie die ganze Norm ursprünglich mal entstanden ist und wie ja so ein Parlament überhaupt erstmalig entsteht. Es muss ja irgendwo denklogisch anfangen. Ja, wenn wir also mal zurückgehen ins Jahr 1948, 49, zum ersten Bundestag, dann war es auch da sehr, sehr klar in der Regelung eigentlich. Die haben gesagt, ein gewählter Bewerber erwirbt die Mitgliedschaft im Bundestag mit dem Eingang der schriftlichen Annahmeerklärung beim Bundeswahlleiter. Das heißt, du erfährst, du bist gewählt, musstest damals schriftlich sagen, prima, ich nehme die Wahl an. Das war bei der ersten Entstehung eines Deutschen Bundestages der Fall. Und ab dem Moment bist du Abgeordneter. Und zwar genauso gleichrangig wie alle anderen. Du hast einen schönen Brief bekommen mit der gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wieder funktionierenden Post. Ja, und dann muss es ja irgendwie losgehen. Und losgehen kann es eben nur bei der Gleichrangigkeit, indem irgendeiner sagt, wir fangen jetzt mal an. Und ob dann tatsächlich alle gemeinsam wirklich zu einem Termin zusammenkommen, kann dafür ja keine Rolle spielen. Das kann nur dann eine Rolle spielen, wenn irgendeiner kommt, das ist letztlich wie im Gesellschaftsrecht auch, bei einer Gesellschafterversammlung zum Beispiel, du lädst eben halt ein. Ja. Du kannst auch vergessen einzuladen. Es ist eine Einladung nicht angekommen, weil alle möglichen Dinge sind denkbar. Dann findet der Termin trotzdem erstmal statt und danach wäre er anfechtbar. Also die Beschlüsse, die da gefasst wurden. Könnte man dann sagen, im Moment mal, eigentlich hätten hier 100 Leute erscheinen müssen oder sagen wir mal zufällig 630. Tatsächlich waren aber nur 5 da. Die können doch gar nicht. Ja, völlig richtig. Gegen dieses Handeln dieser 5 Leute, und zwar deren Handeln als 21. Deutscher Bundestag, können dann die 625 anderen mit Erfolg vom Bundesverfassungsgericht klagen und sagen, im Moment mal, ihr habt uns gar nicht ordnungsgemäß geladen. Das, was ihr da beschlossen habt, ist so nicht richtig. Aber, und jetzt kommen wir zum Witz der Geschichte, die haben trotzdem erst einmal gehandelt. Und damit haben sie Amtsgeschäfte übernommen.
Dass die 625 anderen gegen die 5 klagen können, liegt hier nur daran, dass sie bereits Abgeordnete geworden sind. Und zwar mit der ersten Sitzung des Bundestages. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Aspekt. Das eine ist, du sprachst gerade davon, da saßen ja etwa 400 in der Konstellation auch darum. Ja, aber der 45 Bundeswahlgesetz und auch der 39 des Grundgesetzes im Übrigen unterscheiden nicht zwischen mehreren Bundestagen, sondern es gibt immer nur einen Bundestag. Und im 45 ist eben halt deutlich die Rede von der ersten Sitzung des Bundestages nach der Feststellung des Ergebnisses. Und diese erste Sitzung des Bundestages nach der Feststellung des Ergebnisses, 14. März, war am 18. März. Ab diesem Moment sind diese Leute Abgeordnete geworden und hätten handeln können. Aber wenn es denn dann diesen neuen 21. Bundestag bereits gab, dann kann es ja den alten 20. Bundestag nicht gegeben haben, der jetzt die besagten Verfassungsänderungen beschlossen hat. Also, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wo gar nicht erst ein Fall entsteht, weil man es gar nicht erst versucht hat, gibt es natürlich auch gar nicht erst einen Kläger. Und damit dann kein Richter und damit keine Entscheidung. Auch da nochmal zurück, das Bundesverfassungsgericht hat es sehr deutlich gesagt. Dieser Fall ist noch nie, auch nur in der Theorie entstanden. Bei dem einzigen Präzedenzfall in der Art, den wir hatten damals, also dem Bombenangriff aufs Kosovo, war es so, dass sich alle Fraktionen im Bundestag einig waren, dass sie das so machen wollen. Da stellt sich also auch die Frage nicht. Wenn ich mir jetzt aber nicht einig bin, weil irgendjemand aus dem 21. oder dem 20. Deutschen Bundestag dagegen ist, dann muss er eben halt diese Karte ziehen. Diese Karte ziehen können aber tatsächlich nur die Mitglieder des 21. Deutschen Bundestages, weil die eben das Recht haben, die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Wobei ich mich mittlerweile frage, und da arbeiten wir eben gerade daran, ob wir als Souverän, als Wähler nicht schlichtweg das Recht haben, von dem gewählten Parlament auch vertreten zu werden. Also sprich, ob wir nicht einen Anspruch darauf haben, dass die sofort die Amtsgeschäfte übernehmen, wenn sie es tun könnten. Weil wenn wir das hätten, dann hätten wir auch eine Klage. Wenn wir das hätten, hätten wir auch eine eigene Klagebefugnis vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn ich es richtig verstehe. Lass mich noch anschließen, was du gerade vorgetragen hast. Also diese Initiativmöglichkeit der neu gewählten Abgeordneten, die eben gestern im Bundestag saßen, die wurde ja von keinem eigentlich erwähnt, wobei ein einzelner Abgeordneter hat es tatsächlich getan, hat darauf hingewiesen. Ganz zum Schluss hatte der eine Abgeordnete der Werteunion, wenn ich das richtig verstanden habe, genau das erwähnt. Die Frage des Tages allerdings, und das ist auch eine Frage, die ich an die AfD-Fraktion im Bundestag geschickt habe, nach der gestrigen Sitzung auf deine Initiative hin, ist, warum haben denn die Abgeordneten der AfD das nicht getan? Dass sie das wussten, beziehungsweise diese Causa kannten oder dieses Konstrukt und diese Hinweise erhalten hatten, das hattest du ja sichergestellt, der du selber vor Ort warst vor der Abstimmung. Ja, das ist richtig. Eine Antwort darauf kenne ich nicht. Ich kann mir vieles als Motive vorstellen, aber da kann man nur mutmaßen. Ich halte es nur für falsch. Ich hätte es definitiv anders gemacht, nicht jede Karte zu ziehen, die man ziehen kann. Wenn ich davon überzeugt bin, und wir als Good Governance Gewerkschaft sind davon überzeugt, dass das, was da gestern womöglich wirksam beschlossen wurde, ich formuliere es mal vorsichtig, führt uns eben nicht nur in die Situation eines denkbaren Krieges, in den wir aktiv, durch aktives Handeln erst selbst verwickelt werden könnten, sondern es ist auch schlichtweg ruinös für diese Wirtschaft. Wenn wir uns anschauen, was alleine eben diese massive Schuldenaufnahme bedeutet für die Entwicklung der Zinsen, damit eben halt auch der Bauzinsen, wenn man jetzt eine Eigentumswohnung gekauft hat, der Leasingzinsen, wenn man ein Auto geleast hat, der Dispozinsen, wenn man all das Geld gar nicht hat, um sich diese Sachen zu kaufen und vom Dispo leben muss. Für all diese Sachen hat es ganz, ganz massive Auswirkungen. Und wir sehen es ja jetzt auch im Moment, alles übrigens sehr schön nach diesem Termin. Siemens streicht 7.500 Jobs. Audi streicht 6.000, die Deutsche Bank streicht nochmal 2.000 und so wird es jetzt auch Schlag auf Schlag weitergehen. Und deswegen muss man meines Erachtens alles an Karten ziehen und alles spielen, was möglich ist und jeden denkbaren Strohhalm nutzen. Ich möchte nur noch mal auf eines abstellen, die Formulierungen damals. Warum ich eben glaube, dass wir auch noch eine weitere Chance haben. Für diese Grundgesetzänderung, die da gestern beschlossen worden sein soll, braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Bundestages.
Und jetzt kommen wir wieder zu Artikel 38.3 und dem 45 Wahlgesetz. Die Mitgliedschaft im Bundestag, so war jedenfalls die frühere Auffassung, erwirbt man unmittelbar Kraft Gesetz durch diese erste Sitzung des Bundestages nach der Wahl. Das heißt, gestern, gibt es jetzt zwei Varianten, hätten tatsächlich 630 Leute, von denen 400 sozusagen zweimal hätten abstimmen dürfen, mit abstimmen müssen. Denn die sind ja Mitglieder im Deutschen Bundestag geworden und 2 Bundestage kann es nicht geben. Oder die anderen hätten gar nicht abstimmen dürfen. Aber dass nur diejenigen abstimmen, die mit dieser ersten Sitzung des Bundestages, da steht nicht des Neuen, des Alten oder irgendeines, sondern es gibt eben halt immer nur einen Bundestag, die hätten entsprechend mitentscheiden müssen zumindest. Und das haben sie nicht getan. Deswegen glaube ich, dass das Ganze auf tönernen Füßen steht. Wenn man das in der laufenden Sitzung schon gesagt hätte, das Argument gebracht hätte, dann hätte man damit vielleicht den einen oder anderen nochmal ans Nachdenken gebracht, ob das wirklich der klügste Weg ist, der da gerade versucht wird. Weil wir haben ja jetzt die Situation, wenn ich das noch sagen darf, wir haben jetzt die Situation, dass dieser Beschluss bemerkenswerte Auswirkungen auf ein Thema hat, das mich ja Kraft Beruf sozusagen immer wieder beschäftigt, Finanzmärkte, Finanzwirtschaft, Banken. Rheinmetall hat gestern seinen historischen Höchstkurs erreicht. Die haben mit dem Zulauf auf diesen Beschluss des Bundestages nochmal 30% am Wert der Aktie zugelegt. 30% innerhalb von 6 Tagen. Ja, das ist fantastisch. Wenn man übrigens nach einer Motivlage bei dem einen oder anderen Abgeordneten suchen könnte, warum die das alle vielleicht gar nicht so schlimm fanden, dann könnte das natürlich auch damit zu tun haben, dass man selbst privat ja mal ein paar Aktien, Optionsscheine oder sonst was kaufen kann und sich jeder ausmalen konnte, was passiert, wenn ich jetzt mal eben zumindest so tue. Es muss ja noch nicht mal so sein, dass dieser Beschluss wirklich wirksam ist. Aber so tue, dass ich 500 Milliarden in die Rüstung schmeiße. Und jetzt kommt der schöne, interessante Teil. Kann jeder heute nachgucken. Der Kurs von Rheinmetall ist seit gestern wieder deutlich runtergegangen. Das heißt, Leute, die diesen Hype mitgenommen haben, haben in ziemlich großem Umfang Rheinmetall-Aktien verkauft. Die haben also das Geld jetzt mitgenommen. Also spätestens jetzt, Marcel, muss ich dagegen halten, was wir in den letzten 3 Jahren gelernt haben. In unserer Demokratie hat nichts mit gar nichts zu tun. Es ist schlechterdings unvorstellbar, was du dort anzudeuten versuchst. Ich bin sehr gespannt, wie diese Fragen beantwortet werden. Die AfD-Fraktion im Bundestag habe ich selbst gefragt, gerade gestern, aber heute früh und warte auf eine Antwort. Ich habe sie gebeten, ganz höflich, das doch idealerweise bis Freitag zu machen, damit ich dann am Samstag auch im nackten Niveau darüber berichten kann, wie denn die AfD das beurteilt. Wir wissen jedenfalls gesichert, dass die AfD-Parteispitze diese Argumente alle kannte. Die hattest du ihr vorgetragen, die lagen ihr vor. Sie hat sich offensichtlich nach gegenwärtiger Kenntnislage ganz aktiv dagegen entschieden, bei der Sitzung des Bundestages das zu tun, was du dort gerade vorgeschlagen hast, diese Karte zu ziehen, diesen Strohhalm zu greifen, diese Möglichkeit zumindest mitzunehmen. Wir werden sehen, ob sie darauf antwortet. Die Wetten stehen momentan dagegen. Was mir zugetragen wird, ist eher, man will das Thema beerdigen, nicht weiter darauf eingehen. Ich bin sehr gespannt, was dann vielleicht das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Eine erste Reaktion von Ulrich Vosgerau, die gab es schon auf deine Argumente, wenn ich das richtig verstehe. Das hatte mir tatsächlich jemand zugeschickt, dass er auf diesen Hinweis, der ist ja, ich glaube, fast 500.000 Mal, also ich bin ja normalerweise gar nicht so weit verbreitet auf Twitter, aber das Thema hat wohl viele beschäftigt. Der hatte auf irgendeine Weiterleitung dieses Beitrages wohl dahingehend kommentiert, dass er das für sehr interessant hält und dazu einen Beitrag schreiben wolle. Einer von vielen. Ich bin ja mit recht vielen Verfassungsrechtlern im Austausch. Ich denke mir die Sachen ja nicht alle selbst aus. Allenfalls entwickelt ihr im Team die Ideen und lasse sie dann von denjenigen prüfen, die es den ganzen Tag machen. Und du hast mir nichts dazu sagen, damit erstaunliche Erfolgsquote, denn die Klagen, die du so anstrengst, die sind ja durchaus geeignet, ganze Regierungen zu Fall zu bringen. Ja, auch da gilt, Paul, vor allem eines, es ist ja gar nicht so sehr das Juristische, sondern meistens eben halt das Systematische hinterfragen. Also auch bei den Berliner Wahlen ging es ja nicht so sehr um Rechtsargumente, sondern darum, sich die Mühe zu machen, einfach mal diese 30.000 Seiten Niederschriften herauszuklagen und dann eben halt auch zu lesen und sich wirklich mal anzugucken. Und auch jetzt geht es eben darum, dass man sich einfach mal damit beschäftigen muss und das haben wir eben halt getan.
wie ist eigentlich die Geschichte dieser Regelungen des Grundgesetzes? Wie ist das alles zustande gekommen? Und das ist normalerweise, ich sag mal, für jeden Fraktionsmitarbeiter das 1&1. So habe ich das eben halt auch in meiner Zeit als Abgeordneter natürlich gehandhabt, dass ich sage, ich möchte, wenn ich über irgendein Thema rede, mir vorher ganz genau angucken, was ist da eigentlich gelaufen, was haben die anderen auch dazu gesagt. Und es erstaunt mich schon, dass diese eingangs zitierten Worte, die CDU, CSU 1976 selbst gebraucht hat. Ja, wir wollen verhindern, dass hier einfach Leute an der Macht kleben und obwohl sie doch abgewählt sind, irgendwelche Beschlüsse durchs Parlament bringen. Das hätte ich denen schon durchaus um die Ohren gehauen, wenn es meine Aufgabe gewesen wäre, da zu reden. Tja, aber was interessiert mich, der Mist, den ich gestern erzählt habe, ist auch eine alte politische Weisheit, wenn es denn heute nicht mehr opportun ist. Und Marcel Lute, herzlichen Dank für dieses Update. Es bleibt spannend, die GG-Gewerkschaft bleibt da dran. Wie ich dich kenne, bleibst du da auch dran. Ich freue mich und lade dich schon jetzt ein, dann in Zukunft zu berichten und freue mich, wenn du annimmst. Wünsche dafür auch im Interesse aller verbliebenen Demokraten alles Gute, viel Erfolg und bin sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ja, ich auch. Herzlichen Dank. Ja. Ciao. Danke nach Berlin. Es ist wirklich spannend, die Sichtweise von Herrn Lute zu hören. Er hat einen klaren Standpunkt, dass der alte Bundestag nicht mehr in der Lage war, solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Und das, was er darüber sagt, wie der Märzplan durchgedrückt werden sollte, macht auf jeden Fall nachdenklich. Es beeindruckt mich, wie gut er sich mit rechtlichen Aspekten auskennt und wie er diese komplizierten Themen so verständlich erklären kann. Das zeigt, dass er nicht nur ein politischer Kopf ist, sondern wirklich hinter dem steht, was er sagt und dabei ein starkes Team hinter sich hat, das ihm bei der Arbeit hilft. Ich hoffe, dass er wirklich etwas erreicht, denn es wäre ein starkes Zeichen, wenn man der CDU und SPD bei solchen Spielchen nicht einfach freien Lauf lässt. Man darf uns Bürger nicht mit solchen Schuldenlasten belasten. Was sagt ihr dazu? Vergesst nicht, zu liken, zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Ich verlinke euch unten in den Kommentaren die Originalquelle. Schaut bei ihm vorbei.